Bitte nicht. Nur noch 5 Minuten. Halt die Klappe, du blödes Ding. Ich stehe nicht auf. Ich streike. Guten Morgen, Sonnenschein. Aufstehen, der Tag wartet. Carpe diem. Geh weg, Lukas. Du bist zu fröhlich. Das ist illegal vor 9 Uhr. Ich hasse den Morgen. Du hast den Morgen nicht. Du hast deine Routine. Hallo zusammen, willkommen zum großen Finale unserer Serie. Heute lernen wir, wie man den Tag gewinnt. Es gibt ein Sprichwort: Gewinne den Morgen und du gewinnst den Tag. Ich gewinne gar nichts. Ich überlebe nur. Wo ist mein Kaffee? Kaffee kommt später. Zuerst bauen wir deine Morgenroutine. Wir wenden alles an, was wir in Teil 1 und 2 gelernt haben. Bist du bereit, kein Morgenmuffel mehr zu sein? Wenn du mir danach Kaffee gibst, okay. Anna, wie sieht dein normaler Morgen aus? Sei ehrlich. Der Wecker klingelt. Ich drücke Snooze. 3-mal. Dann nehme ich mein Handy. Ich checke Instagram, E-Mails, Nachrichten. Dann sehe ich, oh Mist, ich bin zu spät. Ich renne ins Bad, trinke schnell Kaffee und renne zum Bus. Das ist kein Morgen. Das ist ein Unfall. Du startest den Tag mit Reaktion auf das Handy und Stress. Du bist passiv. Wir wollen einen aktiven Start. Wir nennen das die goldene Stunde. Eine ganze Stunde? Ich habe keine Zeit. Es müssen nicht 60 Minuten sein. 15 Minuten reichen. Wir brauchen 3 Elemente: Körper, Bewegung, Wasser, Geist, Ruhe, Lernen und Priorität, Planung. Lass uns Habit Stacking benutzen. Was ist das Erste, was du tust, wenn du die Augen öffnest? Ich suche mein Handy. Fehler. Wir haben gelernt, Handy liegt in der Küche. Teil 2. Also, Ich stehe auf und gehe in die Küche. gut, das ist der Anker. Nachdem ich in die Küche gegangen bin, werde ich... Kaffee machen? Nein, Wasser. Dein Körper ist dehydriert. Nachdem ich in die Küche gegangen bin, trinke ich ein großes Glas Wasser. Mach es einfach. Teil 1. Stell das Glas schon am Abend hin. Okay, Wasser trinken. Das schaffe ich. Und dann? Dann kommt der Körper, die 2-Minuten-Regel. Du musst keinen Marathon laufen. Mach 2 Minuten Bewegung. Dehnen, Stretching oder Hampelmänner, Jumping Jacks. Hampelmänner in der Küche? Während das Wasser kocht? Okay, das macht mich sicher wach. Nachdem ich Wasser getrunken habe, mache ich 10 Hampelmänner. Perfekt. Und dann? Dein Gehirn ist wach. Jetzt füttern wir es. Nicht mit Instagram-Müll, sondern mit etwas Gutem. Lies eine Seite in einem Buch oder meditiere 2 Minuten. Nachdem ich mich bewegt habe, lese ich eine Seite. Das klingt machbar. Wasser, Bewegung, Lesen. Das dauert vielleicht 10 Minuten. Genau. Und erst dann darfst du deinen Kaffee trinken und aufs Handy schauen. Das ist die Belohnung, Teil 1. Das klingt viel entspannter als mein Snooze-Panikmodus. Ich glaube, das probiere ich morgen. Anna, wir haben Fragen von unseren fiktiven Hörern bekommen. Lass uns die Probleme lösen. Frage 1 kommt von Thomas. Er schreibt: Ich bin abends motiviert, aber morgens bin ich ein Zombie. Ich komme nicht aus dem Bett. Was soll ich tun? Oh, Thomas, ich fühle mit dir. Ich bin auch Team Zombie. Das Problem liegt nicht am Morgen, es liegt am Abend. Wenn du morgens müde bist, hast du schlecht geschlafen oder bist zu spät ins Bett. Thomas braucht eine Abendroutine. Kein Handy 1 Stunde vor dem Schlaf. Blaues Licht stört den Schlaf. Packe deine Tasche am Abend. Entscheidungen reduzieren. Und mein Tipp für Thomas: Stell den Wecker weit weg vom Bett.
Du musst aufstehen, um ihn auszuschalten. Wenn du einmal stehst, leg dich nicht wieder hin. Sehr gut. Frage 2 von Sarah. Ich habe Kinder und Chaos am Morgen. Ich habe keine 10 Minuten für mich. Hilfe. Das ist schwer. Kinder sind unberechenbar. Ja, aber die Regel bleibt, zuerst du, dann die anderen. Wie im Flugzeug. Erst die eigene Sauerstoffmaske, dann den Kindern helfen. Sarah, versuche 15 Minuten vor den Kindern aufzustehen. Diese 15 Minuten gehören nur dir. Das ist deine heilige Zeit. Und wenn das nicht geht? Dann integriere die Kinder. Mach die Hampelmänner mit den Kindern. Mach es zum Spiel, aber starte nicht mit Stress. Eine Frage habe ich noch, Lukas. Was ist mit dem Wochenende? Samstag und Sonntag. Darf ich da faul sein? Vorsicht! Erinnerst du dich an die 2-Tage-Regel, Teil 2? Wenn du am Wochenende komplett alles änderst, bis 12 Uhr schlafen, schlecht essen, hast du am Montag einen Social Jetlag. Der Montag wird furchtbar. Also soll ich am Sonntag um 6 aufstehen? Nein, aber behalte den Rhythmus bei. Steh vielleicht um 8 auf, nicht um 12. Trink dein Wasser, mach deine Bewegung. Die Routine sollte Identität sein, Teil 1. Bist du unter der Woche eine gesunde Person und am Wochenende eine faule Person? Das ist Schizophrenie. Okay, ich bin immer eine gesunde Person. Auch am Sonntag. Anna, wir sind am Ende unserer Reise. Wir haben 3 Episoden lang über Gewohnheiten gesprochen. Das waren fast 4000 Wörter Weisheit. Es war eine lange Reise. Vom Schokoladenmonster unter dem Tisch zur organisierten Morgensportlerin. Lass uns die goldenen Regeln ein letztes Mal zusammenfassen, für unsere Hörer zum Mitschreiben. Kleine Schritte. Mach es so klein, dass du nicht Nein sagen kannst. 2-Minuten-Regel. Auslöser. Mach gute Dinge sichtbar, schlechte Dinge unsichtbar. Identität. Sag ich bin, nicht ich will. Verzeihung. Wenn du scheiterst, mach weiter. Verpasse nie zweimal. Routine. Gewinne den Morgen. Perfekt. Liebe Hörer, Sie haben jetzt das Werkzeug. Sie brauchen kein Talent, Sie brauchen keine Motivation, Sie brauchen nur Geduld und Wiederholung. Und seien Sie nett zu sich selbst. Veränderung dauert Zeit. Eine Eiche wächst nicht an einem Tag. Ihre allerletzte Hausaufgabe. Planen Sie heute Abend Ihren morgigen Morgen. Legen Sie das Glas Wasser hin, stellen Sie den Wecker weg und morgen früh gewinnen Sie den Tag. Wir glauben an Sie. Schreiben Sie uns in einem Monat, wie sich Ihr Leben verändert hat. Danke, dass Sie dabei waren. Das war die Macht der Gewohnheiten. Ich bin Lukas. Und ich bin Anna. Tschüss und fangt an. Auf Wiedersehen und fangt an.